Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für Januar und Februar 2019. Erstes Update in diesem Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut hinübergekommen und wie immer schauen wir uns an, was sich hier so alles Neues tut auf dem Kanal, was für Termine anstehen, was ich so an Modelle fertig bekommen habe seit dem letzten Update, was ich so gerade in der Mache habe und was für neue Bausätze ich so mir zugelegt habe. Fangen wir doch gleich mit den aktuellen Terminen an. Ich habe gleich 3 Veranstaltungen für euch jetzt im Frühjahr. Also das Jahr geht schon mal ganz gut los. Die erste Ausstellung sind die 5. Fürstenfelder Modellbautage am 9. und 10. März 2019 in Fürstenfeldbruck, wie der Name schon sagt. Da stelle ich wieder aus, so wie die ganzen Jahre zuvor auch. Ist, wie ich finde, eine sehr gemütliche und schöne Ausstellung. Da gehe ich immer sehr gern hin. Es ist auch relativ nah zu meinem Wohnort. Wirklich eine sehr entspannte Atmosphäre und ich freue mich schon drauf, viele alte Bekannte zu treffen und vielleicht auch den einen oder anderen neuen, der dort mal vorbeischaut. Geht's da bitte hin, es ist wirklich eine schöne Ausstellung hier in der Gegend und ja, es lohnt sich einfach dort zu sein. Kann man auch gut einkaufen und es gibt wirklich viel zu sehen, auch für die etwas kleineren Besucher, die vielleicht dabei sind, gibt es viel mit Star Wars und Lego. Ist vielleicht auch ganz nett, so als Familienausflugsziel. Die zweite Veranstaltung ist die Euromodel Expo in Lingen am 30. und 31. März. Ist auch schon sehr bald. Das ist eine, soweit ich weiß, sehr renommierte Ausstellung. Da war ich vorher noch nie. Bin ich zum ersten Mal dort und werde dort auch ausstellen. Und da freue ich mich schon besonders drauf, weil ich davon ausgehe, dass ich dort sehr viele meiner Freunde treffen werde, die ich sonst so ohne weiteres nicht treffen kann. Weil es ja doch im hohen Norden ist, da komme ich so selten hin. Ja, da bin ich schon gespannt, was dort geboten ist. Das ist einfach ein ganz anderer Einzugsbereich. Hier in Süddeutschland sieht man tendenziell doch immer mehr oder weniger das Gleiche, weil es auch immer die gleichen Leute sind, die dort ausstellen. Aber dort oben ist natürlich ein ganz anderes Klientel. Und da bin ich eben gespannt, mal zu sehen, was ihr da oben im Norden so könnt. Und selbstverständlich kommt ihr bitte her zu mir, wenn ihr mich seht. Sagt Hallo, das freut mich immer sehr. Und dann könnt ihr meine Modelle auch mal Auge in Auge sehen. So, kommen wir dann noch zur dritten und letzten Ausstellung hier in diesem Frühjahr, die für mich relevant ist. Und zwar ist es die Herzog von Bayern Figurenausstellung. Die findet statt am 12., 13. und 14. April. Das ist noch eine Weile hin. Ich wollte am 13. April dorthin, das ist ein Samstag, damit ich mir das alles in Ruhe anschauen kann und natürlich auch ein bisschen einkaufen kann. Also wenn ihr was Vergleichbares sehen wolltet, da müsst ihr wirklich sehr weit fahren, irgendwo nach Spanien oder so. Dort treffen sich wirklich, man muss sagen, ja, die besten Figurenmaler der Welt im Wettbewerb. Und das ist wirklich toll zu sehen, was die da alles mitbringen. Da bleibt einem wirklich die Spucke weg. Muss man gesehen haben, also wenn ihr irgendwie Zeit habt und Ingolstadt für euch jetzt nicht irgendwie ganz weit weg ist, schaut da mal vorbei, es lohnt sich wirklich. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, war ich Anfang Februar auf der Spielwarenmesse in Nürnberg mit ein paar Freunden. Das hat mir auch sehr großen Spaß gemacht, da mal ein bisschen so einen Einblick hinter die Kulissen zu bekommen, wie die Hersteller da agieren, wie sie sich auch präsentieren vor dem Fachpublikum. Das war eine tolle Erfahrung. Man kam auch gut ins Gespräch mit den Leuten. Besonders interessant waren für mich die Leute von Mirage Hobby. Die haben mir sehr unbürokratisch gleich mal 3 Bausätze mitgegeben, die ich mal im Laufe der Zeit hier auf dem Kanal zeigen möchte. Einen Bausatz habe ich schon vorgestellt, und zwar den M5. Den Panzer IV habe ich schon angefangen zu bauen, das seht ihr nachher. Und den Kubus werde ich auch mal bei Zeiten vorstellen. Das hat es allerdings nicht die höchste Priorität. Die anderen Hersteller, mit denen ich so gesprochen habe, die waren da nicht ganz so freigebig, aber schauen wir mal, was da noch dabei rumkommt. Vielleicht bekomme ich da noch ein paar Musterbausätze in Zukunft, die ich euch vielleicht dann auch noch exklusiv zeigen kann. Aber das ist noch nicht ganz in trockene Tücher. Da muss vielleicht noch ein bisschen verhandelt werden und noch ein paar E-Mails hin und her geschickt werden, dass das klappt. Wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm. Wenn es klappt, ist es gut und vor allem bekommt ihr dann was Besonderes zum Sehen. Trotz allem wesentlich interessanter für mich waren die Leute, die dort waren. Leute, die ich vielleicht nur aus dem Internet kenne, die ich dort mal endlich persönlich treffen durfte. Ihr seht hier auf dem Gruppenbild einen illustren Kreis von Modellbauern, die ihr vielleicht von YouTube, Facebook und so weiter kennt. Das war eine sehr schöne Erfahrung, sind alles sehr nette Leute
die ja, ganz offen waren, und abends sind wir noch ein bisschen essen gegangen und noch ein Bier trinken und haben den Abend sehr entspannt und fränkisch ausklingen lassen. Nachdem das wirklich so eine schöne Erfahrung war, fände ich es schön, wenn ich das schaffen könnte, dort jedes Jahr präsent zu sein und euch zu treffen und auch andere. Das stelle ich mir recht spannend vor und auch interessant für euch. Und natürlich kann ich dann wieder einen recht detaillierten Messerundgang von der Spielwarenmesse für euch zusammenstellen. Neulich habe ich dann noch eine riesengroße, tolle Spende von einem Vereinsmitglied bekommen, dem Werner, für meinen Modellbau-Workshop für die Kinder, wo ich immer fürs Sommerferienprogramm mache. Der hat sein Modellbaulager ein bisschen ausgemistet, und wie ihr sehen könnt, da ist sehr viel für die Kinder rumgekommen. Also das ist wirklich der helle Wahnsinn. Ich schwimme geradezu in Bausätzen für diesen Workshop. Das ist unglaublich, wie großzügig die Leute sind und das unterstützen, ohne irgendwie bürokratischen Aufwand. Und die sagen einfach nur, hier, nimm das mit, gib's den Kindern und zeigt denen, wie das Hobby funktioniert. Mehr wollen wir gar nicht. Und ich finde, das ist unheimlich wertvoll, dass es solche Menschen gibt, die das so freimütig unterstützen wollen. Deswegen, Werner, vielen lieben Dank. Du bist echt der Hammer. Ich glaube auch, dass die Kinder die ganzen Bausätze überhaupt gar nicht schaffen zum Bauen. Da kann ich, glaube ich, ein paar Jahre davon zehren. Neben dem Modellbau-Workshop wollen die Leute natürlich auch mich ein bisschen unterstützen. Und zwar hat mich da eine Sendung erreicht aus England, und zwar vom Steve Mottram. Der hat mir hier dieses wunderbare Buch zugesendet, und zwar Tiger Tank Owners Workshop Manual. Da wird sehr detailliert beschrieben, wie dieser berühmte Bovington Tiger praktisch funktioniert. Ist natürlich der einzige fahrbereite Tigerpanzer der Welt. Da wird genau beschrieben, wie man das Fahrzeug anlässt, wie man es repariert in diesem und jenen Fall. Alle technischen Besonderheiten, die irgendwie relevant sein könnten, sind da drin. Und das finde ich sehr spannend und ungewöhnlich. Normalerweise betrachte ich Panzerfahrzeuge weniger aus der technischen Perspektive, sondern eher aus der historischen. Ich denke da eher wie ein Historiker. Das hier ist mehr so Otto-Schrauber-Stil, würde ich jetzt mal sagen. Finde ich sehr interessant und mal was anderes. Also, vielen Dank, Steve. Du bist auch ein ganz guter. Und für alle, die es interessiert, der Steve hat auch einen YouTube-Kanal. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Dann hat mich noch eine Sendung von Gero Design erreicht. Kennst du vielleicht schon, Gero Design, die machen diese Steinchen für Dioramen. Die haben mir nochmal zwei Beutel zugesandt mit Pflastersteinen. Einmal diese normalen Katzenköpfe, diese Kopfsteinpflaster, und dann hier diese etwas länglicheren Steinchen. Sehen recht schön aus. Die bekommen auf jeden Fall ihre Qualität viel besser im Griff jetzt. Da sind viel weniger Einschlüsse drin. Und genau, es gibt auch noch einen Rabattcode für euch, wenn ihr Lust habt. 15% Rabatt auf Gero Design in ihrem Shop. Die Steine sind ohnehin schon relativ günstig meines Erachtens. Da könnt ihr noch mal ein bisschen Geld sparen, wenn ihr wollt. Der Code lautet BARKAS15 und ist gültig bis 31.03.2019. Wenn ihr Interesse habt, schaut einfach mal vorbei. Wenn nicht, ist es auch nicht. Die Steinchen hier, da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Ich denke nicht, dass ich die irgendwie im Detail vorstellen brauche. Sind einfach Steinchen, die man für jedes Diorama irgendwie ganz gut brauchen könnte. Ich persönlich habe mir auch noch etwas Hardware zugelegt, und zwar hier dieses wunderbare Mikrofon mit diesem Popschutz auch noch dran. War nicht ganz billig, aber das möchte ich dazu einsetzen, dass die Videos in Zukunft einfach noch besser werden. Das wird dazu verwendet werden für die Bauberichte, die ich in Zukunft mache. Die möchte ich nämlich in Zukunft nachvertonen. Ich habe nämlich festgestellt, dass praktisch arbeiten und reden und das dann auch noch filmen, dass das alles praktisch auch im Bild ist. Das ist einfach ein bisschen zu kompliziert und auch zu anstrengend, zumal hier oft etwas unangenehme Geräuschkulisse herrscht, nachdem da hinten die Heizung eingebaut ist, die ab und zu anspringt, was mich natürlich auch etwas limitiert. Deswegen möchte ich das in aller Ruhe in einem Raum, wo es einfach wesentlich ruhiger ist, nachvertonen. Dadurch hoffe ich, dass ich dann auch mehr Bauberichte machen kann in Zukunft, die
auch etwas angenehmer sind für euch, sowohl in der Qualität als auch vom Fluss des Videos, weil ich dann einfach weniger und Ö sage, sondern mir schon vorher überlege, was ich sagen möchte und es hier nur noch reinsprechen brauche und dann ist das Ganze, glaube ich, wesentlich besser. Es sind auch jetzt Investitionen wie diese, die mich jetzt neulich dazu bewogen haben, mal eine Patreon-Seite einzurichten. Ich habe immer seit längerem auf YouTube immer Patreon hier, Patreon da gehört und ich wusste nicht so genau, was das ist. Für alle, die es nicht wissen, erkläre ich es mal. Patreon ist eine Seite, auf der ihr Künstler eurer Wahl, die dort eben angemeldet sind, mit einer kleinen finanziellen Spende unterstützen könnt. Also monatlicher Beitrag oder wie auch immer, damit diese Künstler eben viel mehr Freiheiten haben und das eben tun können, was sie eben tun, nur eben noch besser und noch effektiver. Ja, und ich habe jetzt so eine Seite und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal drauf schauen. Der Link ist in der Videobeschreibung und wenn es euch gefällt, könnt ihr mir ja $1 dalassen und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich mache die Videos so oder so. Der Unterschied wird nur sein, dass die Patrone, also die mich da unterstützen, diverse Vorteile genießen werden im Laufe der Zeit. Zum Beispiel dürfen die Videos früher anschauen oder die bekommen Zugang zu speziellen Sachen, die vielleicht dann nicht jeder sofort zu sehen bekommt. Das sind aber so Sachen, das ist noch ein bisschen in der Findungsphase. Jedenfalls das Angebot steht, wenn ihr wollt, schaut vorbei. Und wenn nicht, bin ich euch auch nicht böse. In diesem Update möchte ich euch auch noch eine neue Kategorie vorstellen, die in Zukunft Teil von meinen Updates sein wird. Und zwar möchte ich euch zeigen, was ich so alles an Bausätzen seit dem letzten Update fertig bekommen habe. Mir ist nämlich aufgefallen, dass das Ganze ein bisschen an Kontext mangelt, wenn ich immer Projekte zeige, die ich gerade so auf der Werkbank habe und die dann aber später überhaupt nie wieder erwähnt werden. Deswegen möchte ich, dass das ein bisschen mehr Zusammenhang erhält. Und deswegen erwähne ich dann noch kurz, was da so alles passiert ist. In den letzten Tagen des Jahres 2018 habe ich dann noch das Panzer II Dio fertig bekommen. Das hat sich ein bisschen länger gezogen, als ich gedacht hatte. Ich war der Meinung, über die Weihnachtsfeiertage habe ich da locker Zeit und Muße dafür. War aber nicht der Fall. Ich war entweder beschäftigt oder so vollgefressen, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Vor allem bei den Figuren, das war etwas mühsam, aber ich habe mich durchgebissen und am Schluss sah es dann doch ganz gut aus. Hatte dann noch Schwierigkeiten, vernünftige Fotos davon zu machen, das hat sich dann aber auch gegeben, sobald das Wetter in Ordnung war mit passendem Licht. Denn ich fotografiere meine Modelle seit einer Weile immer draußen im Garten. Bin ganz zufrieden mit dem Diorama und ich kann es eigentlich kaum erwarten, dass ich das mal auf ein paar Ausstellungen mitnehmen kann und es den Leuten zeigen kann. Den Kardinal Richelieu habe ich auch fertig bekommen. Das freut mich ganz besonders, das war auf meiner Agenda ziemlich weit oben. Da war natürlich die Schwierigkeit, weniger das Bemalen der Figur, sondern wie ich eigentlich diesen Ozean gestalten will mit den Wellen. Da waren einige Leute auf Facebook, in meiner Facebook-Gruppe, sehr hilfreich, die haben ein paar ganz nützliche Tipps gegeben und auch Leute im Modellbauverein haben mich da ganz gut unterstützt mit ein paar Ideen. Und letzten Endes ist es so gut rausgekommen, dass ich sagen muss, so bewegte, tosende Fluten möchte ich vielleicht öfter mal irgendwie modellieren. Ich habe, glaube ich, den Dreh jetzt einigermaßen raus und das eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten für künftige Dioramen. Das dritte fertige Projekt war dieser ungarische Radpanzer, der Xaba oder Szaba oder wie auch immer man es ausspricht, ich spreche leider kein Ungarisch, von Hobbyboss im Maßstab 1:35. Das ist wirklich ein ganz netter Bausatz, der nicht weiter kompliziert ist, aber eigentlich ganz ansprechend aussieht. Und den habe ich von Anfang bis Ende gerade mal in einem Monat zusammengebaut, zusammen mit der Figur und dem kleinen Dioramensockel. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat es mich da gerade packt, dass ich das Ding bauen will. Und es lief einfach wie am Schnürchen. Es gab keine gröberen Probleme. Deswegen ging es auch so schnell. Und ich möchte eigentlich auch in Zukunft etwas öfter mal wieder so kleine Dioramen oder Vignetten bauen. Weil irgendwie, weiß nicht, das ist irgendwie der richtige Arbeitsfluss für mich. Als ich dann das Video veröffentlicht habe, haben
einige Leute zu Recht natürlich bemängelt, dass ich die Reifen falsch rum aufgezogen habe. Also das Reifenprofil war falsch rum. Aber keine Sorge, ich habe es mittlerweile abgeändert. Das ist jetzt alles korrekt. Hier ist das Beweisfoto. Und dadurch habe ich mich, glaube ich, nicht blamiert. Jetzt kann ich das kleine Ding auf jeden Fall auf einige Ausstellungen mitnehmen und muss mich nicht auslachen lassen. Das eigentlich Lustige dabei ist, dass ich ja auf meiner Facebook-Seite ziemlich viel darüber gepostet habe und kein einziger hat irgendwie gesagt, da sind die Reifen falsch drauf. Immer erst in dem Moment, wenn man das Video veröffentlicht, dann kommen sie alle an und sagen, ah, das ist falsch. Ja, aber die hätten es ja wochenlang vorher schon sagen können. Das finde ich ziemlich amüsant eigentlich. Da kann ich nicht wirklich böse sein. Mich amüsiert sowas. Kommen wir nun zu den aktuellen Projekten auf der Werkbank. Hier seht ihr den Dioramensockel für den Schneider CA Panzer. Da habe ich jetzt schon mal so grob mir überlegt, wie ich alles arrangieren will. Das ist natürlich Teil vom Baubericht. Das wird auch gefilmt zurzeit. Da habe ich jetzt endlich mal angefangen weiterzumachen, nachdem die anderen Projekte, die ihr eben gesehen habt, vom Tisch sind. Ich denke, wenn ich dafür Zeit habe und die Muße habe, dass das relativ fix gehen sollte. Also ich denke mal, in ein paar Wochen ist da durchaus mit dem fertigen Diorama und auch dem letzten Teil des Bauberichts zu rechnen. Die Phantom, die gibt's auch noch. Die schleppt sich so dahin. Ich habe ein paar unschöne Stellen entdeckt, die ich noch ein bisschen versäubert habe mit Mr. Surfacer, vor allem hier an den Flügelwurzeln. Mehr habe ich allerdings nicht gemacht. Das Ding schläft gerade seinen Dornröschenschlaf. Aber ich sage mal, bei Zeiten, wenn mich auch wieder die Lust dazu packt, dann geht's da auch mit schnellen Schritten ganz gut voran, denke ich mal. Es mag vielleicht sein, dass der ein oder andere vielleicht von euch ein bisschen enttäuscht ist, dass es damit nicht schneller vorangeht. Aber meine Erfahrung ist, wenn man nicht ganz genau weiß, wie man weitermachen soll und man vielleicht auch noch andere Dinge im Kopf hat, dann lässt man es lieber sein. Denn der Tag kommt, an dem man einfach daran weitermachen will, wo man auch weiß, was zu tun ist, und dann passt es auch und dann ist das Ergebnis einfach viel besser. Das weiß ich aus Erfahrung, gibt mehrere Projekte, wenn ich so zurückblicke, wo das genauso war. Deswegen habe ich da jetzt überhaupt keine Bauchschmerzen, euch in jedem Update da ein bisschen weiter zu vertrösten. Nachdem ich neulich die Figur vom Kardinal Richelieu für mein Bauprojekt zum 16. und 17. Jahrhundert fertig bekommen habe, kann ich es mir jetzt natürlich auch wieder erlauben, was Neues zu dem Thema anzufangen. Und zwar werde ich als nächstes hier diese Figurengruppe bauen. Das sind alles Figuren, die habe ich letztes Jahr in Frankreich in Molsheim auf der Ausstellung gekauft. Hier dieser Bannerträger, der ist von Soldiers. Das ist schon eine etwas ältere Figur, die detailmäßig gerade noch so mit den anderen mithalten kann. Der Offizier hier, der ist von Eitner Model und der Trommler ist von Masterclass. Alle drei im 54 mm Maßstab, also 1:32. Mir schwebt dafür die drei Figuren eine kleine Vignette vor. Das Thema wird der englische Bürgerkrieg sein. Die passen eigentlich ganz gut, um die Royalisten da zu repräsentieren. Ja, wirklich nur eine kleine Vignette, da wird nicht viel passieren. Einfach bloß die drei Kollegen stehen da nebeneinander. Das ist so, ich sage mal, ein Offizier, Trommler, Bannerträger. Ich finde, das ist relativ sinnvoll, wenn die immer in der Nähe sind beieinander. Ein weiteres neues Projekt, was ich angefangen habe, ist hier dieses Diorama im Maßstab 1:72. Ihr seht, es ist relativ handlich und es soll eine Szene darstellen aus dem Frankreich-Feldzug 1940. Das Diorama an sich ist von Fredericus Rex und es beinhaltet ein paar Resinteile, hauptsächlich für die Grundplatte, aber auch hier fürs Dach. Und der Rest, das sind Lasercut-Teile aus Holz und Karton. Das baut sich eigentlich erstaunlich einfach zusammen. Ich war da ganz überrascht. Ein bisschen Holzleim, ein bisschen Sekundenkleber und viel versäubern muss man eigentlich gar nicht. Das Einzige, was mich stört, ist, dass praktisch hier hinten eine Wand gefehlt hat. Die habe ich mir noch selber gebaut aus ein paar Kartonresten, die da dabei waren. Und natürlich bleibt diese Seite auch offen. Das habe ich hier aber mit Plastikkappe verschlossen. Im Zuge dessen, dass ich ja sowieso einen Rahmen baue für das Diorama.
Dann sieht es einfach ein bisschen ordentlicher aus. Das muss ich aber alles noch ein bisschen verspachteln und verschleifen. Also da ist noch einiges zu tun. Nun zu den Fahrzeugen. Der Panzer IV-E, der ist von Mirage Hobby. Das ist der Bausatz, den ich auf der Spielwarenmesse bekommen habe, von den Vertretern von Mirage Hobby. Baut sich auch recht schön, relativ kleinteilig, aber die Teile passen eigentlich ganz gut. Sind auch ein Haufen Fotojetz-Teile dabei. Finde ich eigentlich ganz ansprechend für ein Modell in dem Maßstab. Hier dieses etwas verrückte Fahrzeug, das ist ein französischer Panzerjäger auf Basis eines Lafley LKWs. Das Fahrzeug nennt sich W15T-CC. Ziemlich verwegen, muss ich sagen, waren aber anscheinend doch in kleineren Stückzahlen unterwegs. Deswegen eignet sich das. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich das Diorama baue, weil mich dieses Fahrzeug als solches ziemlich fasziniert. Gibt es auch im Maßstab 1:35 einen Bausatz dazu, allerdings aus Resin und relativ teuer und auch jetzt nicht von der besten Qualität, so wie ich das jetzt mal einschätze. Da geht es mir wirklich schlichtweg darum, ich will dieses Fahrzeug mal bauen. Und der Bausatz von Ace ist jetzt auch nicht der Brüller, hatte ich auch so meine Schwierigkeiten, aber letzten Endes, wenn er beieinander ist, schaut es ganz gut aus und ist mal was anderes. So ein Fahrzeug sieht man eigentlich ganz selten auf irgendwelchen Ausstellungen oder auch bei anderen Modellbauern. Diese Figuren aus rotem Plastik, das finde ich ein bisschen blöd, dass die Farbe rot ist. Da wäre vielleicht eine neutralere Farbe für die Bemalung ein bisschen besser gewesen. Die sind von Orion. Orion-Figuren habe ich schon vor vielen Jahren gern verwendet. Die sind eigentlich recht detailliert für die Größe. Und Panzerbesatzungen sind auch jetzt nicht so ganz einfach zu finden in dem Maßstab. Da gibt es nicht viele Möglichkeiten. Ich mag die recht gern. Deswegen kommen sie hier zum Einsatz. Das ist jetzt auch so ein Bauprojekt, an dem ich nicht durchgängig arbeite. Das ist nämlich eigentlich ein Projekt, das dafür vorgesehen ist. Immer wenn ich mich mit meinen Modellbau-Stammtischkollegen mal so am Wochenende zum Basteln treffe, dann arbeite ich an dem Ding. Das dient eigentlich keinem anderen Zweck. Das ist sozusagen nur so einmal im Monat ein Wochenendprojekt. Jedenfalls schauen wir mal, wie es damit weitergeht. Wenn ich da vielleicht so richtig im Arbeitsfluss bin, kann es auch sein, dass es schon relativ schnell fertig ist. Aber hier ist wirklich noch einiges zu tun, gerade hier der Rahmen und so, da muss noch viel verschliffen und verspachtelt werden. Also da braucht es jetzt, glaube ich, in den nächsten Wochen nicht gleich mit einem Ergebnis rechnen. Und natürlich noch zum Schluss das geheime Bauprojekt, das ich im letzten Update schon erwähnt habe, das ich mit einem anderen recht bekannten und beliebten YouTuber zusammen mache. Wie ihr sehen könnt, es sind 2 Fahrzeuge und noch ein paar Figuren, also es wird ein Diorama werden. Der Maßstab sollte eigentlich auch ganz gut einzuschätzen sein. Da weiß ich allerdings noch nicht, wann ich euch da ein bisschen mehr präsentieren kann. Wie gesagt, es ist vorläufig noch geheim. Wir wollen das in aller Ruhe eigentlich mehr oder weniger komplett zusammenbauen. Wenn ihr allerdings etwas neugieriger seid, kann es vielleicht hilfreich sein, wenn ihr ein bisschen auf meinem Patreon-Profil ein bisschen rumstöbert. Da tauchen ab und zu ein paar Bildchen dazu auf in nächster Zeit. Bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ihr natürlich mehr Geduld habt, dann könnt ihr auch durchaus noch ein paar Wochen warten. Dann bin ich mir sicher, dass ihr das auch zu sehen bekommt. Soviel zu den Projekten auf der Werkbank. Jetzt schauen wir uns an, was ich mir so an neuen Bausätzen zugelegt habe.
Wie ihr sehen konntet, da waren doch einige eher ungewöhnliche Sachen dabei. Gerade bei Figuren, finde ich, kann man auch nie genug haben. Deswegen habe ich da aus verschiedenen Epochen mir diverses zugelegt. Das sind teilweise auch Bausätze, die ziemlich neu sind, die ich auch in Bälde mal vorstellen will auf meinem Kanal. Besonders interessant sind natürlich da die deutschen Sturmsoldaten, einmal von ICM und die anderen von Meng. Da wäre es vielleicht ganz interessant, wenn man die mal so nebeneinander vergleichen könnte, wie die so ausschauen, weil ich denke, das ist doch was viele Leute interessiert. Welches Set ist jetzt wohl qualitativ ein bisschen hochwertiger? Jedenfalls wird es mir nicht langweilig und ich denke, ihr dürft auch gespannt sein auf die ganzen Modelle, die ich gerade so in der Mache habe, die so in den nächsten Wochen und Monaten fertig werden. Und mit dem neuen Mikrofon, was ich mir angeschafft habe, plane ich auch, dass ich wieder öfter Bauberichte machen kann, weil das dann einfach vom Arbeitsfluss etwas angenehmer ist für mich. Zumindest ist das die Absicht. Ob es dann hinhaut, ist nochmal was anderes, aber ich habe zumindest die feste Absicht, dass dieses Jahr also mindestens noch ein Baubericht fertig wird. Soweit so gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Update gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hami Kawakas.